Hallo liebe Hausbauhelden, wir haben für euch heute die geballte Ladung an Learnings rund um Massivhausplanung. Wir sind zu Besuch bei Franziska und Björn und die beiden sagen, wir haben unser Traumhaus mit My Massivhaus quasi ohne Zwischenfälle geplant und gebaut. Und das ist bei einem Bauprojekt ja eher selten. Ihr Geheimnis ist eine akribische Vorbereitung mit Raumbuch, viel Herzblut und auch der Mut zu Do-it-yourself-Projekten ohne Vorkenntnisse. Freut euch auf eine offene Küche als Lebensmittelpunkt, auf einen eigenen Elterntrakt mit freistehender Badewanne und auf jede Menge Learnings, die vielleicht auch dazu führen, dass ihr euer Zuhause ein bisschen stressfreier planen könnt. Liebe Franzi, lieber Björn, ihr habt hier, ich habe es gerade schon den Hausbauhelden erzählt, euer Raumbuch. Ich darf da mal ganz kurz was draus vorlesen. Der Flur muss kein geschlossener Raum sein und braucht auch nicht groß sein, da die Küche als Empfangsraum dienen soll. Dieser Text ist von 2017 und heute stehen wir hier. Gebaut habt ihr aber erst 21, 22. Ihr wusstet also ganz genau vorher schon, was ihr wolltet offensichtlich. Wir haben tatsächlich dieses Grundstück 2016 gekauft. Und ab dort ging dann so diese Reise für uns los. Ein Tipp war eben, legt euch so ein Raumbuch an und überlegt mal so, wie wollt ihr jeden Raum nutzen? Was habt ihr mit dem Raum vor? Wie soll der aussehen? Und dann ging natürlich so die Suche und die Reise los nach den Dingen, die uns gefallen. Und so, ja, haben wir das Haus Stück für Stück entwickelt und haben da sehr viel, glaube ich, Liebe und Zeit reingesteckt, dass es am Ende dann so wurde, wie wir es jetzt sehen. Für uns war zu dem Zeitpunkt klar, wir haben es jetzt nicht eilig. Erstens gab es hier keine Baufrist auf diesem Grundstück und zweitens waren wir in unserem Lebensabschnitt einfach noch nicht so weit. Wir haben gesagt, irgendwann können wir uns das vorstellen, aber wir waren damals noch irgendwie glücklich in der Stadt. Und glaubt ihr, dass diese akribische Vorbereitung der Grund dafür war, dass es hier relativ reibungslos abgegangen ist beim Bau? Weil ich glaube, das ist etwas sehr Seltenes in einem Bauprojekt. Liegt es daran? Ich denke ja, weil wir schon ziemlich genau und klar wussten, was wir wollen und wie wir es wollen. Und dann hatten wir natürlich auch eine tolle Baufirma, die das so reibungslos umgesetzt hat, die dafür gesorgt hat, dass ein Gewerk nach dem anderen da war. Aber ich glaube, weil wir in die ersten Planungsgespräche schon mit einer ganz klaren Vorstellung mit diesem Buch gegangen sind, wussten die auch ziemlich schnell und direkt, was wir wollen, wie wir es wollen. Und dann war auch in der Bauphase relativ wenig Änderungen, weil von Anfang an einfach klar war, wie soll es sein. Und das hat sich, wir sehen es 2017, hat es angefangen und bis 2022 hat sich da echt immer viel dran geändert. So, und euer Plan war jetzt mit der Küche, in der wir hier stehen, wunderschöne Küche, dunkel und sollte das Herz sein, hier auch vom Erdgeschoss. Zwischen in der alten Wohnung war der zentrale Punkt immer in der Küche. Und da haben wir gesagt, das soll auch bei uns im Haus so sein. Das ist der zentrale Treffpunkt. Hier treffen wir unsere Gäste. Genau, man kann hier sitzen, deswegen wahrscheinlich auch der Tresen. Genau. Ne? Die Gäste setzen sich ja schon ohne Aufforderung immer. Alle lieben gern hierher. Also an dem Esstisch sitzen weniger Leute, alle setzen sich immer direkt hier hin und so war es auch gedacht. Ja, und das Schwarze, das ist ja oft auch Teil von so einem Industrial-Style. Ja, also wir wollten tatsächlich eine dunkle Küche. Das war uns schon damals auch ganz klar und haben uns tatsächlich aber bewusst gegen eine ganz schwarze Küche entschieden, sondern es ist so ein ganz dunkles Grau, Graphit nennt sich der Farbton und haben aber dann dazu tatsächlich immer wieder Kontraste gesetzt. Also man sieht es zum Beispiel an den Griffen. Wir haben keine ganz grifflose Küche. Wir haben tatsächlich uns für eine Variante mit Griffe entschieden. Die sind dann tatsächlich schwarz. Dann war auch so ein Highlight von uns, was wir uns anfertigen lassen haben, diesen Fensterrahmen. Genau, den haben wir auch von der Schlosserei in der Gegend fertigen lassen, weil wir wollen den genauso haben und dann das
Als Rahmen. Ja, als Rahmen, genau. Genau, es ist wirklich ein Rahmen zum Fenster, ja, wo sich das Dunkle dann auch nochmal wiederfindet. Ja. Da der Boden jetzt aber schon relativ hell Ja. in Eicheparkett ist, haben wir dann tatsächlich in der Küche gesagt, greifen wir das nicht nochmal auf, sondern haben dann bewusst uns für ein dunkleres Holz, das ist jetzt so eine Nussoptik, entschieden. Wir haben uns für das Smart Home System entschieden, weil wir wollten das Haus intelligent machen. Wir wollten auch später Energie sparen und deshalb haben wir Licht, Beschattung, Heizung komplett übers Smart Home laufen lassen. Genau. Und haben uns für diese Variante entschieden, weil wir machen dieses minimalistisches Design von den Tastern. Ja. Die haben uns ja angesprochen. Und diese Erweiterbarkeit von diesem System. Dass man immer sagen kann, ich möchte jetzt noch was anderes dazu hinfügen, ohne großen Aufwand, Programmieraufwand zu betreiben. Es ist stabil, es hängt nicht am Internet und hat auch keine Cloud-Lösung, was auch Vorteil ist. Und denken schon, dass sich das auf jeden Fall auf die nächsten Jahre noch mehr bewährt und ja, eine sinnvolle Investition war. Und ihr habt ja auch eine PV-Anlage, glaube ich, gell? Also das heißt, und Wärmepumpe, das heißt, es bietet sich ja Genau. auch an zum Thema Energiemanagement, Ja. wenn man da baut und das einplant, dass man es dann auch entsprechend ein bisschen besser eben managen kann. Ja. Sehr schön. Gut. Dann gucke ich wieder geradeaus und sehe eine Betonwand, eine Sichtbetonwand. Ich habe ja schon gesagt, Industrial Style, das zieht sich bei euch überall durch und hier sieht man es jetzt natürlich ganz deutlich. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Genau, neben Holz war natürlich eine Idee als Bauelement auch der Beton, der uns sehr angesprochen hat. Und anfangs war die Idee tatsächlich, auch den ganzen Bodenbelag hier im Erdgeschoss mit Sichtestrich zu verlegen. Die Idee haben wir dann aber aus diversen Gründen wieder verworfen. Und so war dann klar, dass es hier auch als Kontrast zur sehr dunklen Küche nochmal ein helleres Element gibt in diesem Industrial Design. Und wir sind super happy damit. Genau, es wurde auch wirklich hier vor Ort gegossen. Ja. Und damals war auch nochmal die Idee, ein komplettes Haus aus Beton Ja. zu bauen. Ja. Weil das hatten wir uns auch mal angeschaut, das fanden wir Sehr interessant. sehr interessant. Aber ja, genau. Und deshalb haben wir gesagt, ein Element muss in dieses Haus. Muss mit rein, genau. Das dahinter ist ja auch die Treppe, ist ja auch mit Beton. Ne? Ja. Und jetzt habt ihr dahinter, das ist jetzt kein toter Raum, wie man schon sehen kann, sondern hier ist so eine tolle Scheunenschiebetür, die übrigens auch sehr gut zu diesem Style passt. Ja. Und da habt ihr eure Vorratskammer, Speisekammer drin. Abstellraum. Genau, ja. Weil wir jetzt keinen separaten, am Anfang war mal geplant, tatsächlich hinter die Küche eine Speisekammer zu legen. Aber ja, Autos hat man dann aus verschiedenen Gedanken, Ideen wieder verworfen. Du hast ja auch schon gesagt, ihr habt ja auch euch gegen den Keller entschieden. Das heißt, man kann noch nicht mal irgendwie was runter tun. Das guckt man nachher noch. Ihr seid gerade am Dach dran. Aber umso wichtiger ist halt, dass man immer mal wieder auch im Haus so Abstellmöglichkeiten hat. Wir gucken ein bisschen weiter. Franzi, wir stehen hier. Ich sehe, da ist so eine Tür zwischen den eingelassen. Ja. Geht die ganz durch, ja, ne? Ja, genau. Das war auch eins unserer Highlights, die wir hier eingeplant haben. Uns war das Offene schon wichtig als Raumkonzept und als Idee für ein modernes Wohnen. Aber oftmals habe ich irgendwie auch mal den Eindruck gehabt, ich möchte mich einmal zurückziehen können. Manche Fertighäuser oder Häuser, die wir uns angeschaut haben, das war mir dann zu offen, zu wenig Rückzugsmöglichkeit. Und deshalb war das für uns die optimale Lösung, dass man wie so eine Wand einfach nochmal rausfahren kann. Man kann den Raum jetzt einfach nur abtrennen, dass man wie eine normale Tür, Spalte, Breite den Raum schließen kann. Oder gerade wenn die Kinder abends im Bett sind und hier findet doch mal noch irgendwie eine gesellige Feier oder Veranstaltung statt. Event bei euch im Wohnzimmer. Genau, dann geht man halt ins Wohnzimmer Ja. und kann die Tür zumachen. So, was stand denn in dem Raumbuch über euer Wohnzimmer drin und wie habt ihr es dann umgesetzt? Ja, das Wohnzimmer sollte tatsächlich einfach groß geschnitten sein, weil es für uns klar war, dass es irgendwann mal damals in der Planung auch für die Kinder die Möglichkeit geben soll zum Spielen. Natürlich, dass man ein Sofa hat, auf dem man sich ausruhen kann, was lesen kann, Fernsehen schauen kann, aber gleichzeitig natürlich auch bei uns ganz
groß Wintergeburtstage. Wir haben alle Wintergeburtstag, das heißt, es muss auch so ausgelegt sein, dass wir hier drin feiern können, dass man die Tafel ausziehen kann, verlängern kann oder auch mal umdrehen kann. Und natürlich auch der Blick ins Grüne. Deshalb die 2 große Schiebetüren hier, weil wir das einfach sehr genießen, beim Frühstücken schon hier die aufgehende Sonne zu sehen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es hier gar nicht unbedingt aufhört mit dem Wohnzimmer, sondern man könnte jetzt draußen noch auch gut, selbst im Regen, Zeit verbringen. Wollen wir da mal rausschauen? So, wow. Okay, was habt ihr gesagt? Wie groß ist euer Grundstück? Knapp 600. 585 Quadratmeter, genau. Gut genutzt, würde ich sagen. Also wie ihr schon gesagt habt, oder wie wir gerade gesagt haben, überdacht hier, Outdoor-Wohnzimmer war euch auch noch wichtig, ne? Absolut. Genau, das war uns sehr wichtig, weil wir auch gern draußen sind, auch viel grillen. Dann haben wir gesagt, das hatten wir damals in der Wohnung schon, dass wir direkt von der Küche überdacht rausgegangen sind. Haben gesagt, das müssen wir übernehmen, dieses Konzept, das ist wunderbar. Ja. Im Winter steht dann der Grill hier, man kann auch im Winter grillen. Also Herrlich, da kann man auch noch chillen. Das heißt, da habt ihr nochmal eine Möglichkeit, draußen Zeit zu bringen. Vielleicht können wir da ja auch tatsächlich mal hingehen. Ja, für die laue Sommerabende tatsächlich sitzt es hier natürlich ein bisschen gemütlicher. Total. Und diese Ecke ist auch mehr windgeschützt. Dadurch, dass es hier doch sehr frei liegt, geht dann da abends schon als mal ein bisschen kühler Wind durch. Und hier sitzt man sehr windgeschützt und einfach nur ein bisschen gemütlicher. Genau, es gibt Gin, Sekt und ein WC. Ja, genau. Wir hatten von vornherein tatsächlich für den Garten kein Raumbuch, Gartenbuch. Und deshalb habe ich so das Gefühl, da dauert es gerade noch, bis sich neue Ideen entwickeln. Genau, und wenn es jetzt dann doch gar nicht geht vom Wetter und ihr doch noch mal irgendwo chillen wollt, dann gibt es drinnen noch ein kleines Highlight. Das haben wir jetzt gerade noch nicht angeschaut. Genau. Ich glaube, da gehen wir als nächstes hin. So, Chill-Ecken innen. Ja. Erzählt mal. Auch das war eine Idee, die mich schon seit längerem verfolgt, so eine Lesefenster, eine Sitzecke am Fenster zu haben. Und als dann klar war, wie schön der Ausblick nach draußen ist, Schon schön. kam die Idee mit der ganzen Sitzbank hier als Sideboard und am Fernseher auch noch. Genau. Und der Platz wird von den Kindern auch sehr viel in Anspruch genommen und gelebt. Und auch ich, wenn ich eine ruhige Minute habe, trinke ich da gerne meinen Kaffee und genieße den Blick. Stelle ich mir auch im Winter schön vor, oder? Wenn man hier so rauskommt. Oder wenn es regnet So und der Regen, genau. Schön. Und dann, und das habt ihr schon verraten, das ist so ein kleines Highlight, wo euch viele drauf ansprechen. Ja. Ein kleines Separé. Was wird hier außer chillen noch so gemacht? Whisky getrunken. So. Oder gesammelt, besser gesagt, oder? Genau. Gesammelt und getrunken, genau. Ja, da wir beide gerne Musik machen und du natürlich auch deine Whiskys irgendwo schön unterbringen wolltest, ich gerne lese, kam dann die Idee mit so einer kleinen Leseecke. Und diese Nische hier hat sich irgendwie super angeboten zu sagen, hier findet unser Lesesessel Platz, die Musikinstrumente haben Platz, die Bücher haben schon einen vorgefertigten Platz. Ja. Und auch dieser Raum tatsächlich ist benutzt und wird auch gerne genutzt. Und jeder sitzt gerne in diesem Sessel, wenn Besuch da ist. Also nicht nur zum Whisky trinken, zum Musik machen ist hier hinten natürlich optimal. Man kann die Instrumente stehen lassen. Und ja. Ja, man ist in Ruhe und hat so einen geschützten Teil im Wohnzimmer. Das ist was Besonderes. Hat aber trotzdem die Sicht natürlich raus ins Grüne. Gut, dann habt ihr hier unten noch ein Büro und ein Gäste-WC, das Genau. in sich hat, kann ich schon mal spoilern. Dann gehen wir doch mal vor und gucken uns den Rest noch an. Ja. Gottes Willen. So, bitte. Das können wir drin lassen. Das ist gesund. Du bist Lehrerin, gell? Genau, ja.
Ja, ich bin Lehrerin, das heißt, ich habe natürlich viel Material, was irgendwo seinen Platz findet. Also ich habe mir auch lange überlegt, Büro oben oder unten tatsächlich, weil es natürlich hier unten auch Platz für was anderes noch sich angeboten hätte. Aber wir haben es bewusst hier unten geplant. Erstens habe ich gesagt, meine schwere Schultasche schleppe ich nicht jeden Tag hoch und runter. Und der zweite Aspekt war zu sagen, okay, vielleicht gibt es doch mal eine Situation, wo man sagt, man braucht einen Schlafraum, ebenerdig im Erdgeschoss. Und man könnte jederzeit Bette reinstellen, Schlafzimmer draus machen, Kleiderschrank findet hier seinen Platz. Also das war so entweder für die Zukunft oder tatsächlich auch für einen Worst Case gedacht und geplant, dass es auch von der Größe her sich als Schlafzimmer anbieten wird. Dann wäre das hier eine barrierefreie Lösung, um ebenerdig zu Dusche, WC, Küche wohnen zu können. Ja. Finde ich auch ganz wichtig, dass man das immer mal mit bedenkt bei so einer Planung. Ja, und dann, Franzi, kommen wir noch zu deinem persönlichen Highlight hier, glaube ich, gell? Ja, das Gäste-WC. Ja, da sind wir schon gespannt. Das ist nämlich kein herkömmliches Gäste-WC. Nein, genau. Ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht tatsächlich im Vorfeld, weil ganz oft sehe ich Toiletten in Häusern, die am Hauseingang irgendwo ein kleiner Raum und tatsächlich eine Toilette und ein Waschbecken, das Nötigste ist drin, aber da hier ja auch viel Besuch einen ausgeht, ist mir schon immer vorgeschwebt, auch hier was Besonderes draus zu machen. Und da ja Schwarz und Beton zu unserem Hauskonzept von vornherein so klar war und passt, kam mir dann im Laufe der Zeit so die Idee, das muss ja alles schwarz werden. Und in der Bauphase, was eben von vornherein jetzt noch nicht geplant war, war dann diese Sichtbetondecke. Die haben wir gesehen und haben für uns so gedacht, Mensch, wie toll. Die sieht optisch so gut aus, hat keine Stöße drin, sodass wir das dann tatsächlich noch ganz spontan entschieden haben, die Decke in der Sichtbetonoptik so zu lassen. Da wurde auch gar nichts mehr dran gemacht. Fand ich diesen industriellen Charakter hier drin einfach wieder super passend. Ja, und deshalb freue ich mich immer, wenn Gäste hier auf Toilette gehen und erstmal sagen, wow. Genau, jetzt komme ich auch mal zu dir rein. Ja. Die Leute sagen wow. Ich habe auch wow gesagt, als ich reingekommen bin. Und zwar, ich finde das ja der Hammer. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die haben so schwarzes Toilettenpapier. Ist das abgefahren? Also ihr habt wirklich an jedes Detail gedacht. Finde ich total cool. Auch hier dieses Industrial nochmal. Habt ihr auch noch ein paar Mal, sehen wir nachher nochmal. Der Style zieht sich durch. Ja. Die Vögel zwitschern ja auch. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist auch sehr angenehm. Und damit würde ich sagen, beeindruckt bin ich schon mal. Jetzt bin ich gespannt, wie es im ersten Stock weitergeht. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Ich habe ja tatsächlich den Grundriss von beiden Etagen selber gezeichnet und habe durch die Ideen, die wir uns angeschaut haben, so mir eben überlegt, wie könnten welche Zimmer angeordnet sein. Und mit diesem Grundriss sind wir dann tatsächlich auch zur Baufirma. Das einzige Problem, was ich durch diese gerade Treppe hatte, aber ich fand es auch schon immer schön, vor allem auch so eine geschlossene gerade Treppe, war dann der Austritt im ersten Stock, im Obergeschoss. Das hat einfach irgendwie nie... Wo komme ich raus? Und da war dann schon die Hilfe von der Baufirma, vom Architekten noch notwendig. Und so ist dann tatsächlich dieses Eck hier entstanden. Aber jetzt eigentlich ganz optimal, weil man hier einen guten Zugang zum Hauswirtschaftsraum hat, nicht weit weg vom Bad. Wir haben hier eben die Waschmaschine und Trockner stehen und haben uns total gefreut, dass es einen Hauswirtschaftsraum gibt auf der Etage. Jetzt aber so im Nachhinein mit 2 Kindern als 4-köpfige Familie. Ist doch zu klein. Ja. Also der hat 7,5 Quadratmeter circa. Ja. Und ja, so 10 bis 12 müsste man schon nehmen. Würde ich jetzt nochmal neu zeichnen und bauen, würde ich den auf jeden Fall ein paar Quadratmeter größer machen. Genau. Dann geht es hier bei euch weiter zu den Kinderzimmern. Da haben wir auch noch ein paar davon. So, Nummer 1, sehr schön mit lebendigem Spielzeug. Ja, genau. Total süß. Ja. Ja, Kinderzimmer von unserer großen Tochter, die ist jetzt 3,5.
Die hat hier das hellste, aber auch das wärmste Zimmer tatsächlich im Sommer, ist zur Süd- und zur Westseite ausgerichtet, aber hat einen traumhaften Blick bei uns in den Schwarzwald rein. Sie sieht sogar bis zur Burgruine, da oben sieht man das Kreuz in der Kirchenburg. Ja, also genau, groß geschnitten, es hat ca. 14 Quadratmeter. Durch das Treppenhaus eben fehlt hier so eine kleine Ecke jetzt im Zimmer. Ja. Aber ansonsten hat alles Wichtige Platz drin. Okay. Gibt es im anderen Kinderzimmer auch so ein süßes Spielzeug? Jedes Zimmer hat eins. Genau. Ja, da muss ich mal gucken. Nee, gucken wir noch das andere Kinderzimmer an. Hier war es tatsächlich am Anfang, erinnere ich mich jetzt auch gerade dran, anders geplant. Wir hatten die Zimmertür zuerst hier geplant und dann hat sich aber die Treppe hier im Flur von der Laufrichtung noch einmal getauscht und verändert und deshalb wurde die Tür dann mal umgeplant. Ja, das kam mir auch vor kurzem, als ich das Zimmer hier eingerichtet habe, dass sich das damals noch getauscht hat. Ja. Ich finde, das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft. Das erste Konzept ist nicht in Stein gemeißelt, dass es sich dann doch in der Planung immer noch mal verändern kann und das auch gar nicht schlimm ist. Wenn man sich eben entscheidet, mit einem Fertighaushersteller, auch Massivhaushersteller zu bauen, es kann immer noch umgeplant werden. Ja? Also keine Angst davor auch zu haben. Ich weiß nicht, wie war eure Erfahrung damit? Einfach hingehen und sagen, Leute, nochmal eine andere Idee, wie gehen wir damit um? Ja, also wir sind immer auf offene Ohren gestoßen. Es war nie ein Problem. Es hieß immer, euer Haus, ja, ihr bezahlt die Leistung auf jeden Fall. Das heißt, wir gucken, was wir ermöglichen können. Und also es war nie ein Problem seitens der Baufirma. Auch so ein Beispiel, hier sieht man es jetzt auch ganz gut, sind die Betonfensterbänke. Ja. Also das war auch so während der Bauphase tatsächlich Fensterbänke ausgesucht. Da war schon so, was könnte passen zu diesem DB-farbenen Fensterrahmen. Und dann haben wir uns für ein Material und eine Farbe entschieden, waren aber nicht zu 100% happy damit und sind dann auf diese Betonfensterbänke gestoßen. Und dann war auch dort nochmal so, ja, wäre es möglich, doch nochmal das zu ändern, weil es dann schon auch anders vorbereitet war, muss man da nochmal ein bisschen was abändern. Aber auch das war gar kein Problem. Hey, ihr wollt es so, wir machen euch das möglich. Es soll euch gefallen, es wird euer Traumhaus. Und so diese Einstellung, die haben wir durchweg eigentlich gespürt. Aber jetzt gucken wir erstmal hier weiter noch zum Kinderbad. Richtig? Ja. Gut. Dann entschieden, da der Platz da war, zu sagen, hey, wir machen den Kindern ein eigenes Bad und auch für unsere Gäste, wir haben auch viel Besuch, dass sie ein eigenes Bad haben, einen eigenen Rückzugsort haben, weil wir unseren Bereich, den sehen wir nachher, für uns haben wollten. Jetzt im Doing und in der Nutzung habe ich für mich kurz überlegt, ob es sinnvoll ist, die Dusche so nah an der Eingangstür zu planen. Genau. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, die Dusche nach hinten in den Eck reinzumachen, dass man hier einfach den Eingang frei hat. Ja. Was allerdings gegen diese Dusche hinten in der Ecke gesprochen hat, war die Fensterplanung. Das war mir tatsächlich auch wichtig, von außen drauf zu schauen, wie sind die Fenster angeordnet, ist symmetrisch. Und dieses Fenster hat die identischen Maße wie das Bürofenster unten. Die sind diagonal zueinander angeordnet. Deshalb war klar, das muss eigentlich diese Größe behalten und kann nicht kleiner werden oder eine andere Form bekommen, sondern schätzt von außen einfach meine Symmetrie wieder verhauen. Dann würde ich sagen, Highlight bei euch hier oben, der sogenannte Elterntrakt. Genau. Schauen wir da mal rein. Wow. Naja, okay, hier muss man nicht viel sagen. Wo fällt das Auge natürlich zuerst drauf? Hier ist eine freistehende Badewanne. Und was alle immer fragen, habt ihr schon gesagt, benutzt ihr die überhaupt? Genau, die benutzt ihr ja eh als schöne Deko, aber nein, ich bade sehr, sehr gerne und tatsächlich, ja, ist die nicht unbenutzt, sondern sobald das Wetter draußen schlechter wird und ja, ich das Bedürfnis habe, jetzt brauche ich irgendwas Warmes,
Dann lasse ich mir die Badewanne hier ein. Also wir lieben es. Auch du nutzt immer wieder gerne. Auch die Kinder mittlerweile die lieben es. Ach, dürfen die doch rein? Ja, am Anfang hieß es, haben wir gesagt, nee, die Kinder dürfen hier nicht rein, aber mittlerweile dürfen sie. So, und ihr braucht auch kein gefliestes Bad, denn ihr habt ja auch beim Boden natürlich drauf geachtet. Das ist jetzt hier kein Holz, sondern da Genau, hier haben wir Vinyl genommen und auch den Boden ist unten drunter versiegelt, falls noch mal Wasser austritt. Also kann ja auch an alles. Kann auch nichts passieren. Genau. So, und jetzt finde ich noch ganz spannend die Wandfarbe. Ja, also dunkel haben wir ja hier schon öfter. Wir hatten schon Anthrazit und alles. Sichtbeton, grau. Aber hier haben wir jetzt ein ganz dunkles Blau. Und wie kam es denn dazu? Die Idee habe ich irgendwo mal aufgenommen, hat mich mal irgendein Raum dazu inspiriert. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es ein Schlafraum oder ein Wohnzimmer war, aber ich fand es, irgendwie hat es für mich so einen angenehmen Charakter gehabt, was einem so wohlfühlen lässt. Und dann hat es für mich sofort in Schlafen, Erholen, Baden, Entspannen gepasst. So, und jetzt steht ihr hier morgens auf Ganz und dann genau, ist der sowas. logische Weg Ja, Richtung sowas Bad, aber davor ist euer begehbarer, durchgehbarer Morgens Kleiderschrank. auf, nehmen unsere Kleider mit aus der Ankleide und gehen damit dann in unser Badezimmer. Ins Elternbad. Ins Elternbad. Ja. Hier ist Ruhe. Ja, hier Ja. sind die Kinder nicht. Hier haben wir unsere Fahren. War tatsächlich am Anfang genau wirklich einfach, weil nichts weggeschlossen werden musste und alles einfach so bleiben konnte. Nichts, was die Kinder irgendwie dann doch mal in die Hände bekommen und irgendwie öffnen können, weil es einfach unser Bereich war oder ist. Ja. Wie man sehen kann, ist dem nicht mehr ganz so. Ja, eben. Also natürlich lässt sich nicht vermeiden, wenn man sich morgens richtet und duscht. Gerade wenn ich dann morgens alleine bin mit den Kindern, dann sind die natürlich überall und dann muss jetzt doch leider eine Sicherung hin, aber auch die gibt es in schwarz. Auch hier von außen wieder müsste die Symmetrie mit dem Fenster stimmen. Hier haben wir auch ein versprudentives Fenster drin. Auch mutig, aber wir wollten es bewusst so. Und genießen auch hier beim Zähneputzen den Blick raus ins Grüne. Und es war von außen einfach aber da stimmig mit den anderen. Sieht auch von außen gut aus. Ja. Genau. Dann habt ihr noch eine schöne Dusche hier drin. Ja. Die ist auch wirklich sehr groß. Auch hier findet sich eben dieses Fischgrät wieder. Und was auch tatsächlich schon so mit in der Planung vorgeplant war, war so eine Nische, um die Duschutensilien hinzustellen. Und auch da tatsächlich gab es einen kleinen Fehler in der Durchführung. Die Maße im Plan waren korrekt, aber es wurde uns hochkant angefertigt. Und dann war auch das wieder kein Problem. Man hat es einfach zugemacht und umgedreht und war tatsächlich behebbar das Problem. Ein anderer kleiner Fehler, der uns hier unterlaufen ist, sind die Spots. Uns war es wichtig, auch in der Dusche Licht zu haben. Allerdings war am Anfang die komplette Duschausrichtung noch gedreht und der Duschkopf sollte hier aus der Wand kommen. Und dementsprechend haben sich aber die Spots in der Richtung nicht mit verändert. Ja. Und somit befindet sich jetzt ein Spot eher unpraktisch über dem Duschkopf. Aber es gibt trotzdem Licht zum Duschen, aber auch das wäre was, wo man berücksichtigen kann, wenn man eins dreht, dass man dann bis zum Ende mitdenkt. So, und jetzt haben wir haben es gerade schon gesagt, wir haben noch einen Raum oben. Da ist noch im Entstehen und da seid ihr tatsächlich auch selber dran. Habt euch selber dran gewagt. Das gucken wir uns jetzt noch ganz kurz an. Führt mich mal in die Baustelle. Hier habt ihr gedacht, nö, ist alles schon so schön, wir bauen doch noch mal. Oder wie war der Gedanke? Tatsächlich haben wir gesagt, oben den Ausbau im Dach machen wir komplett selber, in eigener Regie. Und genau, das haben wir auch gemacht. Das zieht sich natürlich hin. Ja. Weil mit 2 kleinen Kindern kommt man nicht ganz so weit, wie man möchte. Die Hausbaufirma hat uns schon Tipps gegeben. Wir sagen hier zum Beispiel das Dachdämmen. Das Geld könnt ihr euch sparen, das kann man gut selber machen. Und somit haben wir das auch gemacht. Und dann haben wir auch die Dampfbremse und die Latten und dann Rigipswände drin gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir alles selber jetzt hier oben. Das geht, bis es machbar ist. Wir haben es uns dann zeigen lassen. Die Voraussetzung war, der Zimmermann zeigt uns, wie es geht. Das ist natürlich auch alles gut. Genau, das ist echt. Aber das ging wunderbar, also das ist super. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein Leftover bei diesem Haus, nämlich eure Garage. Da gibt es auch noch 1, 2 Storys dazu. Und da müssen wir jetzt einmal 2 Treppen runter und dann nochmal rüber. Das machen wir jetzt. Genau. Bitte.
Ja, Doppelgarage war uns wichtig, weil auch wieder hier der Hintergedanke war, wenn wir Geburtstage feiern, dann kann es sein, die werden hier drin stattfinden. Wir haben keinen Keller, deshalb war wichtig, dass es Werkstatt, Lagerraum wird und natürlich gleichzeitig schon auch, weshalb eine Garage auch geplant ist für Autos, dass die Autos hier drin Platz haben. Wir haben gesagt, wir hätten gerne eine Doppelgarage. Und dann hat man uns die Doppelgarage geplant und wir haben aber von Anfang an das Gefühl gehabt, irgendwie könnte es eng werden hier drin. Wenn man dann mal noch irgendwie mit einer Mülltonne durch, mit einem Fahrrad durch muss. Und es hieß immer, nein, es ist ein Platz für 2 Autos. Und wir waren dann aber wirklich so akribisch und haben uns das irgendwie nicht nehmen lassen und haben die Maße nochmal genau abgemessen, wie viel braucht die Autotür unseres Autos und haben dann festgestellt, es wird sehr, sehr, sehr eng und eigentlich kommen wir mit 2 Autos rein, aber keiner kann mehr aussteigen. Ungünstig. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, wenn es irgendwie jetzt schon geht, bevor wir uns ärgern, und es hat immer nur ein Auto, deshalb Platz hier drin, hätten wir es doch noch mal gerne 1 Meter breiter. Und dann hat man dort wieder geschmunzelt und gesagt, ja, aber ihr habt ja eine Doppelgarage. Und ich gesagt, könnte eng werden, wir brauchen 1 Meter mehr. Und dann hieß es aber, also wenn ihr das wollt, kein Problem, ihr habt ja die Fläche. Dann machen wir die Garage noch mal 1 Meter breiter und deshalb ist das Haus quasi noch mal 1 Meter in die andere Richtung gerutscht. Ja, auch zum Technikraum. Den wollten wir nicht im Haus haben, damit er uns keine Fläche wegnimmt. Und da kam dann auch die Idee, hey, wir machen den einfach in die Garage mit rein. Ja. Das passt. Ja. Und somit haben wir den Technikraum in der Garage. So, genau, weil Technik genug habt ihr ja. Macht schon Sinn, einen eigenen Raum für zu haben, gell? Genau. Ja. So, erzähl mal, was haben wir hier alles? Hier ist das ganze Herzstück vom Haus. Ja. Und zwar haben wir einmal den Zählerschrank, dann für Smart Home einen Extraschrank, die Heizungsanlage, Speicher, Wechselrichter und eine Notstrom-Umschaltbox. Wenn doch mal ein Stromausfall ist, dass dann trotzdem das Haus das Nötigste weiterläuft. Ja. Genau, das ist wichtig. Genau, dann haben wir noch den Netzwerkschrank, der befindet sich oben drüber, um das ganze Internet und SAT-Anlage zu steuern. Genau. Ja, und wie gut, dass das jetzt nicht auch noch irgendwo in irgendeinem HWR oder sowas untergebracht werden muss, oder? Ja, genau. Das ist praktisch und das ist auch gut. Der Platz ist super, dass der in der Garage noch Platz gefunden hat, dieser Raum. Genau. Perfekt. Alles super gelöst. Liebe Hausbauhelden, ein Bündel voll Inspiration. Wenn ihr noch mehr über dieses Haus wissen wollt, dann packen wir euch wie immer einen Link zur Hausdatenbank. Da könnt ihr nochmal alle Details nachlesen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und wenn ihr uns eine besonders große Freude machen wollt, dann aktiviert noch die Glocke und dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr.